Man nimmt sich Leute als Vorbilder, obwohl die eigentlich keine Vorbilder sind. So. Weißt du, da ist so ein auffälliger Typ vorbeigelaufen. Dicke Goldkette, dicke Rolex. Das sah auf jeden Fall so aus, als ob er mies Geld hätte. Das waren auch so Sachen, die uns gepusht haben in unser Leben. Mein Name ist Dardan. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen und ich bin Rapper. Meine Eltern kommen ursprünglich auch aus dem Kosovo und sie sind damals in den frühen 90ern, bevor ich geboren wurde, nach Deutschland gekommen. Tatsächlich ist mein Vater vor dem Krieg ausgewandert, natürlich wegen Armut, und dieses Land hatte nicht so viel Struktur wie zum Beispiel damals hier in Deutschland oder andere Länder. Und da sind halt viele erstmal weggegangen, um eine bessere Zukunft zu haben, um zu arbeiten, um dass es denen ihren Kindern besser geht. So. Meine Eltern meinten, ich soll immer dankbar sein, aber ich habe das natürlich nicht kapiert, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen und das im Gegensatz zu Kosovo ist das ganz anders. Hier ein 14-Jähriger geht zur Schule, macht sein Ding. Dort ist man mit 14 auf jeden Fall schon ein Mann. Mein Opa zum Beispiel hat mit 14 geheiratet, muss auch sehr viel machen schon so für die Familie, und dass man was zu essen hat, dass man ein Haus hat zum Leben, so muss auf jeden Fall so jeder mitarbeiten. Ich bin in Stuttgart-Zuffenhausen aufgewachsen. Wir haben halt eine Wohnung im Brennpunkt gehabt, so zum Beispiel ein Haus weiter war ein Pennerheim, ein Haus weiter wurden Drogen verkauft, und das hat man halt alles langsam mitbekommen. Man ist Wege gegangen, die man vielleicht nicht gehen würde, wenn man nicht hier wohnen würde vielleicht. Also zur Musik bin ich gekommen durch einen Freund. Er hat damals immer Freestyles gerappt, da waren wir ein bisschen jünger, da waren wir 16, 17 so. Und ich war der Einzige von uns, der Beats auf sein Handy machen konnte, so. Die anderen waren nicht fähig so. Und er meinte dann immer zu mir, komm, rap doch auch was und so. Und dann habe ich halt immer probiert. Und dann wurde es einfach zur Routine, dann war ich richtig in diesem Rap-Film drin so. Ich war mit einem Kollegen draußen, dann wollten wir uns kurz was trinken oder Essen kaufen, und dann kam so ein witziger Typ, das war so ein Schwarzer, so ein junger Typ, groß, Weihnachtsmannbart, so draufgeklebt und Weihnachtsmannmütze. Da hat er uns irgendwie angesprochen, hat er angefangen zu singen und mit einer richtig krassen Stimme so. Und er meinte, macht ihr auch Musik? Ich so, ja, ein bisschen, ich rap und so ein bisschen, weißt du? Und er meinte, ja, ich habe ein Studio für dich. Normal kostet ein paar Scheine, aber da kostet es kurz 5 Euro so. Wegen ihm, wegen dieser Person war ich halt zum ersten Mal im Studio, und diese Person habe ich nie wieder gesehen. Das Ziel war einfach, dass ich Rapper bin. Natürlich, man sieht in YouTube, alle Rapper tragen Goldketten, fahren dicke Autos, haben Geld, weißt du, davon träumt jeder hier auf der Straße so. Geld spielt auf jeden Fall in meinem Leben eine wichtige Rolle, weil wenn man aus dem Nichts kommt und dann kommt das einfach alles auf einmal, ist halt krass für einen so. Genau deswegen ist man dankbar dafür. Ich will auch nicht, dass meine Eltern jetzt die ganze Zeit arbeiten. Die haben das im Endeffekt für mich und also für die Kinder gemacht, für mich und meinen Bruder, damit es uns gut geht so. Mit diesem Geld kann ich ermöglichen, dass meine Eltern nicht mehr so hart schuften müssen. Meine Eltern sind auf jeden Fall stolz auf mich so. Mein Vater ist so ein Typ, ich nehme den auf Auftritte mit und so, weißt du. Und das merkt man einfach an seinem Gesichtsausdruck, merkt man so, wie krass stolz er ist so. Man darf nicht vergessen, wo man herkommt, so, weißt du. Ich habe ja nach der Realschule auch ein bisschen gearbeitet als Verkäufer. Ich finde es gut, dass ich das gemacht habe. Wenn ich jetzt in 10 Jahren viel erreiche, abhebe und dann auf die Schnauze falle und wieder Verkäufer werde, dann bin ich halt wieder Verkäufer so. Und stört mich nicht.